So, das türkische Generalkonsulat in München. Im Jahre 1993 überfiel die PKK das türkische Generalkonsulat in München. Sie waren gerade mal eine Woche als Innenminister im Amt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Besetzung und die Geiselnahme? Also war eine furchtbare Geschichte. Sie haben es erwähnt, ich bin erst ganz kurz Innenminister gewesen und dann ist das türkische Generalkonsulat besetzt worden. Es hat nicht lange gedauert, dann hat mich der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl angerufen und hat mir gesagt, Herr Beckstein, Sie sind Innenminister, soeben ruft mich der türkische Präsident an, er erwartet, dass das türkische Generalkonsul von den Terroristen schnellstens befreit wird. Und Kohl hat hinzugefügt, und ich erwarte, dass das ohne Blutvergießen erfolgt. Da habe ich ihn gefragt, wie soll ich das machen? Dann sagt der damalige Kanzler Kohl, Herr Beckstein, das ist Ihre alleinige Verantwortung. Sie sind Innenminister, Sie haben dafür zu sorgen und Sie müssen garantieren, dass das erfolgt. Das war eine ungeheure Herausforderung. Ich habe dann Kontakte aufgenommen, wir haben Spezialeinheiten eingesetzt, haben deutlich gemacht, dass wir in jedem Fall das Generalkonsulat von den Besetzern befreien werden, wie es die türkische Regierung verlangt hat. Ich habe selber mit einem Repräsentanten der Besetzer gesprochen und habe gesagt, also ich empfehle Ihnen dringend, gehen Sie raus, das ist für Sie der richtige Weg. Sie wollten ein Zeichen setzen. Das Zeichen ist allein durch die Meldungen gesetzt. Eine gewaltsame Räubung wird Sie jede Sympathie kosten. Und dabei ist es mir gelungen, dann dass die freiwillig gegangen sind und dann von uns festgenommen worden sind und es nicht zu einer gewaltsamen Räumung gekommen ist. Bin heute noch dankbar, dass das so gelungen ist. Ja, Wir hatten allerdings dann immer wieder von der PKK Aktionen, die hat die Autobahn bei Augsburg mal blockiert. Das hat mich noch viel mehr geärgert. Wir wussten, dass sie auch immer Erpressungen in der türkischen Community hat, dass sie Schutzgelder von Kaufleuten erpresst. Das haben wir als ganz systematische organisierte Kriminalität angesehen und deswegen haben wir die PKK hier engagiert bekämpft, auch wenn ich sage, dass es ein großes Anliegen ist, die Situation der Kurden im Osten der Türkei so zu befrieden, dass die Kurden gerne türkische Staatsbürger sind. Das ist eine große Aufgabe, die die Türkei noch nicht ordentlich gelöst hat. in der Tat. Da waren wir ja schon auf dem richtigen Weg, aber leider Gottes ist da irgendein Verkehrsunfall passiert und die Thematik beschäftigt die Türkei seit den 80er Jahren. Nicht nur die Türkei, sondern natürlich auch die Innenpolitik in Deutschland. Sie haben ja dann, da gab es ja auch, glaube ich, auch mal Besetzung von der CSU-Parteizentrale durch die PKK. Durch diese Anhäufung dieser Taten haben Sie ja als erster Innenminister die PKK verboten. Sie haben ja dann auch ziemlich groß Schlagzeilen in der Türkei gemacht, positive Schlagzeilen. Bravo Beckstein hieß es. Warum war es so schwierig, ein einheitliches Verbot in ganz Deutschland und in Europa gegen die Terrororganisation PKK durchzusetzen? Es hat viele Sympathien für das Anliegen der Kurden gegeben. Die Kurden sind natürlich in der Tat ja auch nach dem Ersten Weltkrieg nicht in einer befriedigenden Weise staatsrechtlich gelöst worden. Kurden sind im Iran, im Irak, in Syrien, in der Türkei. Da gibt es auch viele Sympathien bis hin aus den Geschichten von Karl May, die man in seiner Jugendzeit liest. Und viele Menschen haben nicht gesehen, dass die PKK durchaus berechtigte Anliegen haben mag, aber dass es nicht zulässig ist, das mit terroristischen und verbrecherischen Methoden zu machen. Und von daher habe ich mich gegen diese verbrecherischen Methoden gewendet, habe mich näher mit beschäftigt
Und in der Türkei sind ja über 30.000 Menschen ums Leben gekommen bei Anschlägen der PKK. Und das habe ich als einer der wenigen deutschen Politiker gesehen. Ich war öfters in der Türkei, habe mich intensiv damit beschäftigt. Und darum habe ich gesagt, es muss bei allen Gesprächen, habe ich gesagt, versucht zu einer friedlichen Lösung des Kurdenkonflikts zu kommen. Aber genau mit der gleichen Konsequenz habe ich gesagt, Terror ist nicht erlaubt, schon gleich nicht, wenn er nach Deutschland gebracht wird oder nach Europa. Und deswegen haben wir die PKK verboten und das auch konsequent umgesetzt. Ja, Übrigens haben auch viele Türken in Nürnberg mir, wenn es mit mir unter vier Augen waren, gesagt, Gott sei Dank haben wir jetzt das Los, dass wir Schutzgelder erpresst werden und dass wir bedroht werden, wenn wir nicht die PKK unterstützen. ja, da muss man aber auch natürlich auch ein bisschen kritisch sagen, dass nicht jeder Kurde die PKK unterstützt. Ne? Es sind ja Millionen von Kurden in der Türkei, die als türkische Staatsbürger gut integriert sind. Und es wird manchmal hier auch in den Medien verzerrt, dass quasi PKK mit den Kurden gleichgestellt wird. Die PKK, wie sie auch eben verboten haben, ist eine Terrororganisation und davon differenziert betrachtet muss man die Rechte der Kurden sehen, die in der Türkei leben und natürlich die dann rechtsstaatlich sich dafür einsetzen.